Mein nächster Gast ist da. Niemand weniger als Andreas Köhn von The Sinner and the Saint aus Aachen. Andreas, herzlich willkommen, freue mich. Kommen wir mal zu den etwas schwierigeren Themen. Es gibt Dinge, die am Tätowieren, glaube ich, noch nie so gut waren wie heute. Und es gibt unglaublich viele Sachen, die noch nie so scheiße waren wie heute. Tätowieren ist übersättigt, das heißt, wir haben viel zu viele Tätowierer. Die werden ja auch gar nicht mehr ausgebildet, die kriegen ja alles um Silbertablett präsentiert. Das heißt, wir gehen wieder zu einem Punkt, also ist meine Einschätzung, zu einem Punkt zurück, wo Tätowierte halt wieder so ein bisschen die Freaks werden. Ja, dann kommen wir mal direkt zu einem Riesenaufreger von mir und wahrscheinlich auch von dir. Du sagst natürlich, die neuen Generationen müssen alles über Instagram, TikTok Kunden generieren. Dann reden wir mal über die ganze Filterscheiße bei TikTok Co. Was findest du eigentlich schlimmer? Die Tätowierer, die da versuchen zu täuschen, um Kunden zu generieren, oder die Kunden, die auf solche Sachen reinfallen, obwohl es ja eigentlich bei manchen Sachen zu offensichtlich ist, dass es gefaked ist? Oder glaubst du, die merken das gar nicht, dass es gefaked ist? Ich weiß nicht, ob die es nicht merken. Ich meine, es werden sie ja spätestens, wenn die Tätowierung haben, werden sie es ja merken. Ja, aber dann haben sie vorher noch nie eine Aber ich glaube, Tätowierung dass sie gesehen. das wahrscheinlich gar nicht so sehen. Ich finde es extrem unprofessionell, wenn Tätowierer das machen. Ne? Also Ja, aber macht doch mittlerweile jeder. Ich mach's nicht und ich kenne auch ein paar Ausnahmen, aber selbst namenhafte Leute, die es gar nicht nötig haben, da einen Filter drüber zu legen, wo die Tätowierungen auch so richtig cool aussehen. Ich nenne jetzt keine Namen, aber die machen es auch. Ich verstehe es Ja, nicht. gut, die müssen halt mithalten, ne? Aber da muss man sich dann auch einfach da. Wo mithalten? Bei dem Betrug im Internet? Ja, wenn alle betrügen, dann ist es ja im Endeffekt, wenn 90% der Leute betrügen und du machst es nicht, dann kann das halt für dich natürlich auch zu einem wirtschaftlichen Nachteil gereichen. Und das wollen die natürlich nicht. Das ist aber genau der Punkt, ne? Warum machen das alle? Warum machen alle mit? Und da sehe ich tatsächlich natürlich die viel größere Probleme bei den Tätowierern als bei den Kunden. Ich meine, die Kunden, die tun mir ja manchmal leid, ne? Die lassen sich dann da irgendwie, ich habe mal in London meinen Stand mit so einem Farbrealisten zusammen gehabt, und der hat Und der hat, glaube ich, einfach 3 Tage lang an so einem Bein gearbeitet, und der Mensch tat mir so leid, ne? Wie viel Schmerzen man haben kann, um danach eine Tätowierung zu haben, die sich halt einfach in Luft auflöst. Also wirklich, das waren schrecklich Tätowierungen. Ne? Ich meine, ich muss dazu sagen, es gibt schon Leute, die machen Farbrealismus unglaublich gut. Ne? Schönen Gruß nach Aachen zu Peter Hilgers. Ja. Beeindruckend. Das sind natürlich, aber du siehst manchen Tätowierungen ja einfach an, dass die scheiße werden. Ne? So, und das war bei diesem Typen, mit dem ich meinen Stand geteilt habe. Und da tun mir die Leute ja leid. Die geben Tausende von Euros aus, und vom Prinzip her verarscht zu werden. Ne? Ja, aber das meine ich ja. Denkst du denn, dass also wenn die jetzt, ich sag mal so, seit 3, 4 Jahren ist ja Instagram, die Filter hip ohne Ende, die Leute rennen in die Studios. Meinst du, dass wir wieder so back to the roots kommen, dass die Leute dann merken nach 3, 4 Jahren, hör mal, die sehen gar nicht so aus wie da im Internet, oder die sehen sogar ihren eigenen Arm mit Filtern durchzogen und zu Hause und sehen dann, das ist ja gar nicht so. Dass die wieder zu diesem Persönlichen zurückkommen, auf persönliche Empfehlungen und Studios sich angucken? Man muss natürlich sagen, dass es ganz ehrlich gestanden ja auch ganz extrem auf Stile bezogen ist. Ne? Diese ganze Filternummer funktioniert natürlich hauptsächlich bei Realismus, also bei, ich sag mal, Tätowierungen, die über Special Effects leben. Ne? Also Tätowierungen, die eigentlich effektbasiert sind und nicht linienbasierte Illustrationen. Ne? Wenn du eine Illustration, also wenn du eine Tätowierung nach einer Illustration machst, also auf gut Deutsch nach einer gezeichneten Vorlage, dann hast du ja einfach auch schon eine ganz andere, auch ein schöner Vergleich, ich vergleiche es immer mit Spielfilmen. Ne? Es gibt ja so Filme, so Blockbuster mit 1000 Special Effects, ne? Alle sind begeistert, das ganze Kino wackelt bei jedem Effekt. Aber wenn du nachher darüber nachdenkst, was du für eine Story gesehen hast, dann ist das die billigste Geschichte der Welt, und es ist total nichts. Und lebt ohne so. Und so ist es mit manchen von diesen Tätowierungen. Wenn du dir hinguckst, dann wirst du sehen, dass es eine lumpige Zeichnung ist oder ein lumpiges Design ist, was halt nur mit Special Effects so.
Ja. Und wenn diese Special Effects nicht da sind, dann ist es leider eine lumpige Geschichte. Und so eine gute Tätowierung, also keine Ahnung, ich sag mal eine Tätowierung, die nach linienbasierte oder eine konzeptionelle, illustrative Tätowierung ist, die lebt ja sogar, wenn irgendwann mal die Schattierungen vielleicht weg sind oder so. Sie wird ja trotzdem leben, weil du trotzdem noch erkennst, was es ist. Und ne, du kannst dann, die hat mehr. So, und das ist halt die gute Geschichte, die immer noch eine gute Geschichte bleibt, selbst wenn du die Special Effects wegnimmst. Und ich glaube, darum ist es irgendwann auch erledigt, weil diese Realismus-Tätowierungen, da sind wir ja auch wieder, die haben ja auch so ein bisschen ihren Zenit überschritten. Ne? Also ich finde, dass dieser Hyperrealismus, ne, der halt so groß war, der hat ja auch so ein bisschen seinen Zenit überschritten. Ja, Ne, so so, ne? Ausläufer haben wir immer noch. Ja, nee, es ist immer noch Ne? viel, verstehe mich Ja. nicht falsch, aber es ist ja auch nicht mehr ganz so angesagt. Jetzt kommen, wie gesagt, diese Feinline-Tattoos. Dann gibt's natürlich auch andere Stile, die wieder groß sind, andere Sachen, die auch immer geblieben sind. Also Ja, auch Dot Shading. Ne? Früher hat man gesagt, oh, die Schattierung ist unsauber, weil man sieht die einzelnen Punkte. Und heute ist das wieder Fame. ja, aber Ne? das ist, ja, aber auch da ist es, jede Generation hat so ihr Ding und hat so ihren Reiz. Und da ist ja auch was dran. Ne? Also ich sag mal so, das sehe ich ja, wenn ich in Japan bin. Und wenn ich in Japan manche Tätowierungen sehe, da würden ja manche Realismus-Tätowierer hier, die können, keine Ahnung, die würden sofort die Zähne ausfallen vor lauter Scham darüber, wie, ich sag mal, in seinen Augen lumpig diese Tätowierung ist. Mhm. Aber das kannst du ja alles nicht miteinander vergleichen. Und ich glaube ja ganz ehrlich gestanden, dass diese Effekthascherei in dem Moment auch weniger wird, wo diese Stile weniger werden, die halt so anfällig für Effekthascherei sind. Ne? Okay. So, ne? Ich sag mal, selbst so eine Feinline-Tätowierung, da brauchst du keinen Effekt drauf zu machen. Nee, Ne? eigentlich nicht. Ne? Also ne? Da geht's ja einfach nur darum, dass du möglichst nah rankommst, damit die Leute sehen, wie dünn deine Linien sind. Ne? Also da ist ja auch schon wieder so eine andere. Da kommt es dann eher darauf an, dass es schön in Szene setzt, ne? Im Hintern noch so eine schöne Pflanze zu sehen ist. Oder Die so, ne? sich im Tattoo spiegelt. Genau, und sowas ja, halt, ne? Aber ey, ich sag ja, ne, das ist halt aber 2024, ne? ja, aber wie gesagt, so, ich kann mich da auch manchmal drüber amüsieren, aber ich muss natürlich auch eingestehen, dass es halt einfach deren Ding ist. Ne? So, das ist so, ich möchte aber auch nicht derjenige sein, der einfach immer nur meckert, früher war alles besser, weil es das ja auch nicht war. Und ich meine, die haben halt ihr Ding, ne? Ich sag mal, es ist ja genauso, wenn ich jetzt Musik höre von 20-Jährigen, finde ich das cooler, wenn ich die nicht verstehe. Ne? Also wenn ich wenn ich 18-Jährige treffe, die dieselbe Musik machen, die ich mit 18 gut fand, dann frage ich mich, was mit denen schief läuft. Ne? Sondern ich denke mir halt, wenn ich 20-Jährige sehe, die müssen Musik hören, die ich komisch finde, sonst haben die ihr Klassenziel nicht erreicht. Du musst ja die Generation nach dir halt auf die Probe stellen. Also so sehe ich das halt. Ja, Ne? Sonst denke ich mir so, sehe ich ey, genauso. mach irgendwas, was ich nicht verstehe, weil sonst hast du deine Jugend nicht genutzt. Ne? Du musst ja deine Jugend nutzen. Ich meine, guck mal, als wir jung waren, haben Aussichtleute bei uns Wir waren gearbeitet. mal jung, ne? Ne? Also ich sage immer, der erste hippe Tätowierer, den alle gehasst haben, war Ed Hardy. Ne? Also ich sag mal, Bert Grimm fand Ed Hardy bestimmt nicht toll, als der aufgetaucht ist und auf einmal Auf allen T-Shirts war. auf einmal angefangen hat, alle Tätowierungen zu zeichnen für die Kunden. Da haben sich viele ältere Tätowierer tierisch über den abgefuckt. Ne, weil die sich gedacht haben, was will der? Warum kann der nicht einfach Vorlagen tätowieren wie alle anderen auch? Und so ist ja jede Generation vom Prinzip her. Ne? Ach so, okay. Gut, mein voriger Gast hat gesagt, früher haben wir uns tätowieren lassen, weil wir mit den anderen nichts zu tun haben wollten. Heute lässt man sich tätowieren, um dazu zu gehören. Siehst du das auch so? Ich meine, also meine Meinung ist, wir haben früher unser Inneres nach außen getragen und heute habe ich irgendwie das Gefühl manchmal, die lassen sich was tätowieren, damit man auf Inneres schließen lässt, was aber dann gar nicht so ist, nämlich ein Bad Boy zu sein oder cool aber sind sie eigentlich gar nicht. Also ich kann das unterschreiben. Also ich glaube, früher war halt einfach diese Ausgrenzung, man wollte halt zeigen, dass man anders ist, ne? Mit Tätowierungen. Und ich gebe dir auch vollkommen recht, aber das ist natürlich, wir leben ja in so einem Zeitalter des Fake. Ne? Also so, wenn du dir anguckst, was für komische Persona, so in der Musikszene zum Beispiel, groß sind, da werden ja wie so Fake-Persönlichkeiten erschaffen. Ja, haben wir in Deutschland auch gemacht. Milli Vanilli. Ja. Die haben noch nicht mal gesungen. Ja, tatsächlich, letztens habe ich gesehen, dass die echten Stimmen von denen aufgetreten sind irgendwo.
wurde so mitgeworben, die echte Stimme von Nelly Vanilli. Mhm. Nee, aber was ich meine, ist ja so, dass eben das vollkommen normal ist, dass man etwas also dass man irgendwie versucht, was darzustellen. Und es haben sich ja anscheinend auch alle darauf geeinigt, dass das vollkommen okay ist. Dass man wie so eine Fake-Persona haben kann. Im Hip-Hop ist das zum Beispiel riesengroß. Da gibt es ja so komische, irre Figuren, die dann halt einen auf Gangster machen, aber halt jeder weiß, dass die gar nicht so sind, aber die machen da und das sind so Fake-Persona. Und ich glaube, das ist so, ich meine, du in den 80er Jahren, wenn du, ich sag mal, mit einer Rockabilly-Tätowierung rumgelaufen wärst und wärst kein Rockabilly gewesen, dann hättest du auf die Fresse bekommen. Richtig. Wenn du eine Skinhead-Tätowierung gehabt hättest, du warst kein Skinhead, hättest du auf die Fresse bekommen. Ne? Und das ist ja jetzt, gibt es Leute, die lassen sich von oben mit russischen Gefängnistätowierungen tätowieren. Ja. Das sind irgendwelche Die waren noch nicht mal in Litauen. Architekturstudenten aus Berlin, die dann von oben bis unten mit russischen Knasttätowierungen tätowiert sind und einfach froh sein können, dass sie niemals einem Russen über den Weg laufen, der Bescheid weiß. Ne? Ja, oder So, Maori-Tätowierungen aus königlichen Familien. Ne? Ja, das ist ja immer schwierig. Ist ja, ich meine, da gibt es ja diesen Ausdruck der kulturellen Aneignung, der ja gerne verwendet wird. Und das ist schwierig, weil, ja, keine Ahnung. Also ich bin da jetzt, also ich finde halt, es gibt halt Sachen, die funktionieren. Ich meine, japanische Tätowierungen, ne, da kannst du dich ja auch dann drüber streiten, ob man als Nicht-Japaner eine japanische Tätowierung haben sollte. Aber russische Gefängnistätowierungen sind russische Gefängnistätowierungen. Das ist nochmal eine andere Nummer. Ne? Also das ist schon krass, wenn man sich sowas tätowieren lässt, weil man denkt, das ist cool. Ne? Wenn man aber im Endeffekt ein Architekturstudent Ja, aber ist. Denken die nur, das ist cool, oder wollen die damit die wollen so aussehen, Angst, weil sie haben nichts, um Angst zu schüren, ich glaube, über die Tätowierung? Ich glaube, das ist wirklich einfach so, es geht nur um dieses Aussehen. Also ich glaube noch nicht mal, dass die Angst schüren wollen. Also ich habe letztens ein Bild gesehen von so einem Typen, der war von oben bis unten tätowiert mit so Knast-Tätowierungen. So Ignorant-Style, so Knast-Tätowierungen. Und es war halt kein Knacki, sondern es war halt ein junger Typ, ein hipper Typ, der hatte halt so Tätowierungen, ne? Der hat halt der möchte halt so aussehen. Ja, der möchte doch Glauben machen, dass er im Knast, dass Leute denken, er wäre im Knast gewesen, um gefährlicher rüberzukommen. Warum Hände, Hals, Gesicht zuerst heute? Ja, aber doch nur um auffallen. Aber das ist halt auch da muss ich ehrlich sagen, das habe ich ja lange genug auch so. Ne? Wir haben ja lange genug den Leuten mit 18 nicht die Unterarme tätowiert. Natürlich nicht. So, und da muss ich aber ganz ehrlich sagen, da ist auch wieder so ein Generationswandel. Versuch doch mal einem 18-Jährigen zu erklären, dass er sich nicht den Unterarm tätowieren lässt, wenn in deinem Rewe 3 Verkäufer bis auf die Hände tätowiert sind. Ja. Also du kannst einem 18-Jährigen ja gar nicht, der ist ja ganz anders sozialisiert. Ja. Ne? So wie wir. Du kannst ja nicht erzählen, du bist raus. Ich habe Kunden, die kommen jetzt zu mir, die sind Mitte 50. Die kommen dann und haben dann Half-Sleeves. Und dann sagen die so, boah, ich habe mir echt überlegt, ich lasse mir jetzt die Unterarme tätowieren. Und haben immer noch im Kopf, dass Unterarme voll die krasse Nummer sind, während deren Kinder auf den Unterarm anfangen. Aber die Kinder sind ja anders sozialisiert. Ein 18-Jähriger, der versteht ja gar nicht, warum. Wenn du dem sagst, ja, aber lass dir doch nicht die Unterarme tätowieren, dann kriegst du ja keinen Job. Da guckt er dich an und denkt, du bist doof. Weil alle seine Kumpels einen Job haben, die einen Unterarm tätowiert haben und sich dann noch mit ihrem Chef darum unterhalten, wann sie sich dann die Hände tätowieren können. Also ich weiß noch, als ich in New York gearbeitet habe, in einem Laden, da kam so ein Skater rein, das habe ich aber später erfahren, dass der so ein Fame-Skater war. Ne? Dann wollte er von mir den Hals tätowiert haben, biomechanisch, weil er ein biomechanisches Teil gesehen hat von mir. Und ich bin dann hier mit deutschen Weisheiten, habe ich dann gesagt, hör mal, wie alt bist du? 23? Ey, überleg dir nochmal, hau dir mal den Körper voll, bevor du da den Hals anfängst. Und der zieht sich aus und hat das geilste Tattoo-Oberkörper von Timothy Hoyer gehabt, was ich je gesehen habe. So, und dann hat er sich nachher auf der Haxen rumgedreht, ist gegangen, weil ich ihn belehren wollte, ob er jetzt den Hals macht oder nicht. Ne? Also, ja, ich meine, das ist aber auch. Wir reden von den 90ern. Ja, aber das ist auch so, ich sage ja, du musst, also vom Prinzip her muss man da ja auch ab und zu mal so ein bisschen so einen Perspektivenwechsel. Ne? Muss man einfach begreifen, ey, ich bin halt 50. Ne? Und genauso krass wie für uns damals eine Unterarm-Tätowierung war, so krass ist für die gar nichts. Für die ist halt eine Gesichtstätowierung krass. Mhm. So, aber wenn du dir mal anguckst, ich stehe an der Ampel in Aachen und dann läuft auf einmal ein Typ über die Straße, der im Gesicht tätowiert ist. Und ich denke nur so, okay. Also, ne, wenn du dir überlegst, das hättest du früher in
im Ruhrgebiet gesehen, da hattest du Skinheads, die hatten Vereinzelt. so vollkommene abgefuckte Typen, die hatten dann ein Tattoo auf der Stirn. So, und jetzt hast du das in Aachen, läuft den Typen, der hat halt eine fette Tätowierung im Gesicht. Und nicht, also ein normaler Mensch, also der ist mit seinem Kind über die Straße. Das war jetzt nicht irgendein Obdachloser, sondern es war tatsächlich ein normaler Mensch. Und der läuft in Aachen rum mit einer Gesichtstätowierung. So, da muss man halt einfach mal so einen Perspektivenwechsel reinsetzen und einfach, finde ich, verstehen, dass für einen 18-jährigen Unterarme-Tätowierung, der denkt ja nicht, das ist krass, sondern der denkt, das ist normal. Wir denken, es ist immer noch. Ich sage ja, ich habe einen Kunden, der kommt jetzt rein und sagt, ich habe mir überlegt. Ja, weil wir jetzt in die Zeit zurück wir sind anders sozialisiert worden. Das muss man einfach begreifen. Ne? Ändert natürlich nichts daran, dass ich im Endeffekt viel smarter finde, wenn man eben andersrum macht. Ne? Das ist ja meine Ästhetik. Ne? Ich zum Beispiel denke manchmal so, boah, ich fände es cool, wenn ich jetzt die Hände und den Hals nicht tätowiert habe, weil ich das in Japan so geil finde. Die haben den ganzen Körper tätowiert und du siehst es nicht. Ne? Und ich finde es inzwischen geil. Und ich habe zum Beispiel auch ganz viele Leute, denen ich halt so japanische Bodysuits mache, die eben auch nicht die Hände und den Hals tätowiert haben. Und die sagen dann, oh, ich fände ja auch die Hand so schön. Und dann denke ich mir so, nee, Alter, lass es sein. Ey, fuck, du hast mir die Hände tätowiert. Ja, das heißt ja nichts. Aber ich würde es ja auch nicht wegmachen lassen. Aber weißt du, was ich meine? Es ist halt, ich finde es natürlich geil und ich finde es halt geil, wenn Leute eben nicht so. Aber auch das ist ja einfach eine reine Frage deiner Sozialisation. Ja. Ne? Also ich finde es schon, keine Ahnung, ich habe mir da einfach abgewöhnt, zu viel darüber zu urteilen, weil du kannst es, weil ich auch, ich denke dann auch immer daran so, was haben sich damals die Leute gedacht, ne? Als ich in den Tattoo-Laden reingelaufen bin, ne? Da haben die sich wahrscheinlich auch gedacht, was will der Hipster hier, ne? Also, so, und das ist ja, jede Generation muss vom Prinzip her der anderen auf den Schuh spucken, ne? So sieht aus. So, nächster Aufreger. Was hältst du vom Boom der Tattoo-Ketten? Also auch Besitzer, die mit der Tattoo-Szene so eigentlich gar nichts zu tun haben, außer dass sie vielleicht selber ein paar haben. Ja, das ist natürlich genau diese Verwässerung von Tattoo-Kultur, die wir haben, ne? Dass man einfach, das Business ist halt groß geworden und wenn das Business groß wird, dann wird halt Geld verdient. Und ich meine, ich muss dir nicht erklären, wie viele komische Vögel dann ins Tätowieren kommen, ne? Irgendwelche Holdings, die das halbe Tätowieren besitzen, wo wahrscheinlich irgendwelche alten weißen Männer in Amerika ganz oben sitzen, denen das wird eine eigene Sendung, da werde ich das gehört und dann aber zum Beispiel wahrscheinlich ihren eigenen Kindern untersagen, dass sie sich tätowieren lassen, gehört aber quasi das halbe Tätowieren. Und das ist ja, viel Geld zieht halt komische Leute an, ne? Und ich glaube, also es finde es natürlich nicht gut und es bringt dem Tätowieren auch nichts. Also für mich, wenn ich sage, es bringt dem Tätowieren nichts, dann sage ich, es hat keinen Mehrwert für die Kultur des Tätowierens, gar nicht. Aber ich sehe auch manchmal ganz klein bisschen, dass so wie so ein Phänomen, was so am Rande von dem Tätowieren, was mich interessiert. Das ist so natürlich, was am Rande passiert. Erstmal muss ich natürlich sagen, ganz egoistisch gesehen, mich betrifft es nicht. Also deren Kunden sind nicht meine und meine Kunden sind nicht deren. Mhm. So deshalb tangiert mich das tatsächlich echt wenig. Aber ich sehe es natürlich auch als so ein Phänomen, was jetzt da ist. Weil sobald das Tätowieren kleiner wird und ich sag mal unlukrativer wird, sind diese Leute ja die ersten, die auch weg sind. Ne? Also die machen ja auch schon wieder zu, die Läden, weil im Endeffekt, wenn die natürlich, die machen die 1200 € Tagessitzung, dann machen die das Angebot 800 € Tagessitzung, dann sind sie bei 650 € für die Tagessitzung. Nehmen die aber trotzdem 1000 ab. Genau, und dann werden die Kunden ein bisschen gemolken, bis die Kunden nicht mehr wiederkommen. Und irgendwann ist das Ding durch. Ne? Das heißt, die versauen jetzt erstmal allen vom Prinzip her die Preise und. Ne? Die machen erstmal ganz, ganz viel Schaden. Aber ich glaube, die werden auch weg sein, weil irgendwann werden die begreifen, dass sie kein Geld mehr verdienen. Ich meine, das sind ja oft dieselben Leute, die Shisha-Bars hatten. Die hatten vorher eine Shisha-Bar, einen Bubble-Tea-Laden und was auch immer so. Und wenn es nicht mehr läuft, dann machen die was anderes. Ja, aber ich wollte so auch mehr auf dieses Phänomen. Ich meine, 90er Jahre in Frankfurt hat der Kevin Russell neben mir tätowiert von den bösen Onkels. Mhm. Da sind reihenweise Leute gekommen, die nicht wegen der Tätowierung, sondern wegen einer Tätowierung von Kevin Russell gekommen sind. So, und deswegen sind die Rapper auch, die sind ja nicht besser, die Läden, oder die Arbeiten sind nicht besser als die von anderen Studios. Aber dann können die Leute erzählen, ich war bei dem Rapper so und so.
und habe da das Scheißding gekriegt oder auch ein gutes, aber der Grund, diese Tätowierung zu kriegen, ist doch bei diesem Rapper oder bei diesem Fußballspieler oder bei dem was immer. Verstehst du? Ey, absolut. Ey, Das ist doch der falsche Ansatz absolut, für eine aber Tätowierung. ganz ehrlich gestanden, wollen wir ehrlich sein, möchtest du Kunden haben, die sich in einem Laden tätowieren lassen, weil der Besitzer... Nein, ich möchte an die Kunden appellieren. Hier gucken ja nicht nur Tätowierer zu, hier gucken auch Tattoo-Kunden zu. Ich möchte an die Kunden appellieren, dass die Tätowierung sollte bei dem ausgeführt werden, den Besten, den sie rausgefunden haben. Ja, aber ganz ehrlich gestanden, ja, absolut. Aber das sind ja Leute, die haben gar nicht diesen Anspruch. Ja, die haben ja gar nicht diesen Anspruch. Die wollen halt so, ich meine, das sind ja dieselben Leute, die sich 28.000 Stunden lang irgendeine Tätowierung machen lassen, die nach 6 Wochen aussieht wie Scheiße. Aber auf dem Instagram ich sehe einen Typen auf einer Tattoo-Convention, der hat eine Tätowierung, die habe ich schon mal im Internet gesehen. Und dann sage ich so, ey, guckt aus seinem T-Shirt raus. Ich sage, kann ich die mal sehen? Und dann sagt er ja und holt sein Handy raus und zeigt mir seinen Oberarm auf dem Profil. Den er live verstehen hat. Ja, super. Dann sage ich, nee, ich will das Ding in echt sehen. Aber ja, hier sieht besser aus. Aber ist nicht eingecremt. Ja, hier sieht besser aus. So, und ganz ehrlich gestanden, wer so behämmert ist, dem ist dann vielleicht auch wichtig, dass der Tattoo-Laden, keine Ahnung, irgendeinem Typen, was ich, 187 Straßenbande gehört oder so. Ne? Also das ist ja okay. Das ist ja, ich meine, jeder hat einen anderen Anspruch. Ne? Und ja. Ne? So, und da muss man sich dann vielleicht auch tatsächlich einfach fragen, also ich möchte so Leute nicht haben. Ne? Also ich möchte keine Kunden haben, die damit angeben, dass sie in einem Laden tätowiert worden sind, der von so jemand. Das ist, keine Ahnung, da muss man sich dann einfach fragen, was für eine Kundschaft man ziehen möchte. Und ganz ehrlich gestanden, so Kunden habe ich Gott sei Dank nicht. Ja. Ne? Also, weiß ich nicht. Aber das ist ja auch, ne, also ich meine, es ist ja genauso ich meine, du weißt es selber, wenn die Fußballer zu dir kommen, die kommen zu dir, weil die gute Tätowierung wollen und die behandeln dich ja auch entsprechend, ne? Ja. Die behandeln dich ja mit Respekt. Ne? Also einige. Ne? Also je jünger die werden, umso respektloser sind sie. Ja. Ist so. Ja, aber was ich meine, es ist ja so eine Sache, früher war es halt so, dass wenn du zum Beispiel berühmte Leute tätowiert hast, kann auch schrecklich sein, weil viele berühmte Leute ja nun mal leider einfach nicht unbedingt, die wollen ja auch hofiert werden, ne? Und dann landen die manchmal bei Tätowierern, die vielleicht diesen Job machen, die denen in den Arsch kriechen so. Und das ist ja etwas, was du nicht machst und auch andere Leute nicht machen. Beste Beispiel ist von Jack Rudy. Also zum Beispiel den Sänger von Metallica, großen Respekt, der lässt sich von Jack Rudy tätowieren und Jack Rudy wird dem nicht in den Arsch kriechen. Niemals. Ganz im Gegenteil. Ja. Der wird den wahrscheinlich sogar noch schlechter behandeln als andere Leute. Einfach nur, weil er natürlich zeigen muss, dass er cooler ist. So, und mich zum Beispiel hat es nie interessiert. Also mich interessiert nicht, ob ich zum Beispiel jetzt berühmte Leute tätowieren würde oder sowas, weil ich würde denen nicht mehr Geld abnehmen. Das würde ich nicht machen und in dem Moment sind mir die auch egal. Ja, ich hatte ja auch mal mit. Klar, du bist halt Fußballfan. Ja, aber ich bin Gladbach-Fan. So, genau, aber jetzt hat ein Spieler von einem anderen Verein angerufen und kam halt von Mailand in die Bundesliga und dann sagt er hätte hier bei dem Mannschaftskollegen die Arbeit gesehen, er hätte gerne auch was von mir, wann ich denn mal kommen könnte. Ich sag, also pass auf, wenn ich dich Fußball spielen sehen will, dann muss ich ins Stadion gehen und wenn du von mir eine Tätowierung willst, dann musst du zu mir ins Studio kommen. Ja, aber in Mailand wäre der Tätowierer immer ins Hotel oder nach Hause gekommen. Ja, ich sage, aber wir sind nicht in Mailand. Mailand ist keine Stadt in Deutschland. Ich sage, und vielleicht hat er das ja nötig, aber ich tätowiere hier. Ja, ey, ich sage, ich komme gerne ins Hotel und tätowiere dich, wenn du für 1.000 € bei mir im Garten Fußball spielst. So, und dann war das Ding erledigt. Ja, aber hast du so einen schönen Garten? Ja, der war halt auch von einem, aber der wollte dich einfach versklaven. Das ist ja das, was ich meine, ne? Ich meine, das ist ja das, was ich meine. Du bist halt Fußballfan, deshalb hast du Bock, die zu tätowieren, aber im Endeffekt, wenn du ehrlich bist, wenn du jetzt kein Fußballfan wärst, wäre es dir wahrscheinlich scheißegal. Wahrscheinlich. Aber ich habe ja die ganzen anderen Profis auch tätowiert. Die haben mich auch gefragt, habe ich gesagt, nein, ihr müsst ins Studio kommen, dann war das okay. Aber er wollte mir halt, weil ein Mailänder Tätowierer das gemacht hat, müsste ich das jetzt auch machen. Das habe ich natürlich verneint.